Krypto wird für alle EU-Bürger ab dem 01.01.2026 transparent. Der gläserne Bürger wird immer mehr Realität. Das ist das heutige Thema von Faszination Freiheit. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Wir haben bereits über das neue Immobilienregister und den Immobiliendatenaustausch letzte Woche informiert. Genauso über CES, das heißt Bankdaten, Transparenz, international. Aber das Vermögensregister, wo alles schön erfasst wird, was du wie, wo besitzt, und auch mit Krypto wird vorbereitet. Und da ändert sich einiges ab dem 01.01.2026 und das solltest du wissen, damit du keine Probleme bekommst, bis hin möglicherweise sogar zur Existenzverlust bei dem einen oder anderen, die das vielleicht nicht wissen, beziehungsweise manches im Kryptobereich nicht so genau nehmen. Das solltest du spätestens ab jetzt nicht mehr tun. Generell bereits vorher nicht. Okay, herzlich willkommen zur Faszination Freiheit, heute aus dem wunderschönen Thailand, wo ich mich hier gerade befinde. Und wir sehen uns heute an, was ist eigentlich CARF? C-A-R-F. Ja, und was das bedeutet und am Schluss auch, okay, wie kannst du dich vorbereiten und schützen? Weißt du ja, bei uns geht es immer auch konstruktiv, was können wir wie, wo tun. Also von dem her, erstmal, was ist CARF? Es ist die Abkürzung für Crypto Asset Reporting Framework. Und das hat die OECD, also die wichtigsten Wirtschaftsstaaten dieser Welt, gemeinsam entwickelt und wo sie untereinander diese Daten austauschen. Welche Länder dabei sind, auch das sehen wir uns natürlich in diesem Video gemeinsam an. Ja, es soll erstmal Steuertransparenz erschaffen, parallel. Aber es wird irgendwie immer nie gesagt. Aber das ermöglicht natürlich auch sehr, sehr viel Kontrolle darüber. Ja, weil es eben genau nachvollziehbar ist, was, wer, wie, wo, wann tut. Aber deswegen wird es eigentlich nie kommuniziert, sondern es geht immer natürlich um Steuertransparenz und Co. etc. Hat aber natürlich auch für deine Freiheit vielleicht nicht die optimalen Nebeneffekte. Also, welche Länder nehmen teil? Insgesamt sind es bisher 67 Länder. Und 52 Jurisdiktionen, also Länder, beginnen ab 2027 zu übermitteln, und zwar für das Jahr 2026. Also der Großteil der Daten werden gesammelt ab 2026. Dann gibt es 15 Länder, die starten ab 2028, also für das Jahr 2027. Generell, wenn du in der EU bist, dann kannst du bereits sicher sein, dass dein Land auch dort enthalten ist. Also alle, größeren, wirtschaftlich bedeutenden Länder dieser Welt nehmen dort teil. Es sind zwar immer noch die Mehrzahl Länder, die nicht teilnehmen, aber jetzt wie zum Beispiel Schwarzafrika wird jetzt wahrscheinlich für dich weniger relevant sein und auch oftmals ein bisschen ärmere Länder, wobei es da richtig schöne, tolle Länder gibt, die nicht daran teilnehmen und die du ja vielleicht auch in dem Kontext wieder noch so als kleines Plus sozusagen auch hier anschauen kannst. Denn dann werden deine Transaktionsdaten ihm nicht geliefert. Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wir haben ja öfter ein ganz spannendes Land, ist Paraguay. So, wenn du jetzt in Paraguay lebst, aber du hast dann, keine Ahnung, Kryptobörse, sei es jetzt in den USA oder wo auch immer, also in einem Land, wo CARF gilt, dann wird nicht geliefert, weil es müssen beide Länder grundsätzlich teilnehmen. Dann gibt es noch 4 Länder, die wurden von der OECD als relevant identifiziert, haben sie aber noch nicht endgültig verpflichtet. Die siehst du hier. Das ist Argentinien, El Salvador, Indien und Vietnam. Aber es ist natürlich sehr, sehr gut und auch ziemlich wahrscheinlich, dass sie früher oder später auch da mit dazukommen. Bei El Salvador und Argentinien vielleicht möglicherweise noch am wenigsten. Aber die Zeit wird es zeigen. Vietnam, da haben wir auch schon darüber berichtet, eigenes Video. Die haben 86 Millionen Bankkonten mal soeben gelöscht, obwohl sie vorher nicht am internationalen Datenabgleich von Bankkonten teilgenommen haben. Und dann inzwischen haben sie das mit der digitalen ID verknüpft und haben gesagt, welche Bankkonten nicht verknüpft sind, bam, weg damit. Also, so viel dazu, wie sich auch Länder dann von heute auf morgen verändern können. Also wir haben eine ganz klare Tendenz, immer mehr Transparenz, immer weniger Anonymität, immer mehr Kontrolle, immer mehr Staat mit einigen Ausnahmen wiederum. Aber damit beschäftigen wir uns natürlich auch innerhalb unserer Community. Wie kannst du deine Freiheit immer und immer wieder erhalten? Deswegen unseren YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen, mit dem Benachrichtigungen erhältst. Aber am besten, am wichtigsten ist unser Tippverteiler jeden Freitag aufs Neue, wo du innerhalb von wirklich einer Minute einen Überblick hast. Da stehen immer alle Themen schön sortiert und dann kannst du reinklicken, was dich am meisten interessiert, welche Länder, und dass du auch solche Themen nicht verpasst, dass du da wirklich weißt, was dort passiert und dass du da nicht auf dem falschen Fuß erwischt wirst irgendwo in ein paar Jahren und das alles gar nicht mitbekommen hast. Ja, weil es natürlich einen gravierenden Unterschied ausmachen kann. Jetzt sehen wir uns natürlich auch an, wer muss melden und was wird eigentlich gemeldet. Also erstmal wer, und zwar die sogenannten RCASPs. Das sind die Reporting Crypto Asset Service Providers und das sind natürlich also juristische Personen, die gewerbsmäßig Kryptodienstleistungen erbringen. Das sind natürlich
zentralisierte Börsen, mehr zum Beispiel Kraken und Coinbase. Das sind jetzt auch somit die bekanntesten weltweit, aber gibt es natürlich noch viel mehr. Dann gibt es auch teilweise unter bestimmten Bedingungen dezentralisierte Kryptobörsen, Kryptobroker und Händler, Betreiber von Kryptogeldautomaten und Wallet-Anbieter. Ja, wichtig und die Voraussetzung, also der Anbieter muss einen steuerlichen Anknüpfungspunkt haben, das heißt Sitz, Geschäftsleitung oder Betriebsstätte in einem der teilnehmenden Länder. So, wenn das also nicht der Fall ist, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Burkina Faso, aber da bitte jetzt nicht an der Kryptobörse suchen nach Burkina Faso als Beispiel, aber dann würde das zum Beispiel nicht darunter fallen. Aber da sehen wir gleich auch dazu etwas, die EU hat sich da etwas Gedanken gemacht, da gibt es noch eine weitere Richtlinie. Ja, wir schauen es uns gleich an, was dort festgelegt wurde. Generell bei Software, wenn es sogenannte Dienstleister sind, dann gilt das Ganze nicht. Ja, was wird gemeldet? Also zunächst mal die herkömmlichen Kundenidentifikationsdaten, KYC, also das heißt Name, Adresse, Geburtsdatum, wo bist du, wo hast du deinen Wohnsitz, Steueridentifikationsnummer und jetzt all die Transaktionsdaten. Jetzt wird es natürlich interessant. Und zwar zum einen Krypto zu Fiat und Krypto zu Krypto, also wo du irgendwie in Krypto etwas tauscht und auch Transaktionen, weil du kannst ja dann zum Beispiel Krypto auch an jemand anderen senden, auch zum Beispiel an deine eigenen Wallets und Co. Und das wird sichtbar und transparent und kann dann auch, weil diese Adressen bekannt sind, dann auch im Nachhinein weiter verfolgt werden. Und das ist ein großer Unterschied, weil beim CRS, das heißt, wo Bankdaten abgeglichen werden, da sind die Transaktionsdaten nicht mit dabei, die werden nicht geliefert. Das heißt, es ist inzwischen transparent, dass es da Transaktionen gab. Das heißt, jetzt sehen die Behörden da nicht, also wem gehört jetzt diese andere Adresse, aber sie sehen, da gibt es etwas. Und wenn sie einen Steuerverdacht haben, also einen Steuerbetrugsverdacht, dann können sie natürlich nachfragen, was ist denn da passiert? Was war das für eine Transaktion und das und das? Und damit wird das alles nachvollziehbar. Das heißt, diese Anonymität, die es vorher noch einigermaßen gegeben hat, man muss ja auch sagen, Krypto war nie 100% anonym, mit ein paar Ausnahmen vielleicht, aber auf der Blockchain war ja alles einsehbar, welche Transaktionen das es gibt, aber das ist jetzt natürlich nochmal Next Level sozusagen. Gibt es rückwirkende Meldungen? Nein, gibt es grundsätzlich nicht. Also das heißt, was der zum Beispiel an Silvester 2025 theoretisch dann irgendwo gemacht oder gesendet hat, wird dort nicht übertragen, aber natürlich können die Finanzbehörden Anfragen stellen bei den jeweiligen Kryptobörsen. Und dann wird das Ganze natürlich auch, dann können die nachfragen bei dir und dann solltest du halt auch, eine gute Antwort haben, sage ich mal, beziehungsweise das dann einfach belegen können und darauf antworten können. Ansonsten, bei dem Thema Steuern ist es ja generell so, du hast die Beweislast. Das heißt, für steuermindernde Tatsachen. Weil jetzt kann das Finanzamt direkt sehen, aha, da gibt es zum Beispiel so diese und diese Gewinne. Die sehen die dann vielleicht, aber die schauen und prüfen jetzt vielleicht gar nicht nach, ja, wie war das jetzt zum Beispiel mit einer Haltefrist? Ist jetzt zum Beispiel ein Jahr Haltefrist vorbei oder nicht? Und das musst du dann belegen können. Das heißt, du brauchst eine saubere Dokumentation, was du wie wo machst und am besten vorher und nicht irgendwo nachher. Erst recht, vielleicht dann irgendwann theoretisch wird einfach das Konto geschlossen von dem Broker oder sonst was etc. Also dokumentiere sauber, damit du nicht in Teufelsküche kommst. Ganz wichtiger Tipp, aber nachher, wie gesagt, auch noch mehr dazu. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, hey, also da nehme ich einfach jetzt, wie gesagt, Burkina Faso als Broker, ne? Bitte nicht machen. Aber einfach mal könnte man ja theoretisch auf die Idee kommen, aber ich dort einen Broker. Das heißt, dann ist es nicht sichtbar, was dort in Carve und Krypto etc. passiert und dann wird es nicht belegt. Tja, da hat sich die EU Gedanken gemacht und da gibt es eine Richtlinie, die heißt DAC 8. Ja, wird dir jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen. Wir haben uns das mal angeschaut und das bedeutet, dass, also wie wird Carve auf EU-Ebene umgesetzt? Ja, und da gibt es aber einen wichtigen Passus drin und der hat eine extraterritoriale Wirkung. Und das bedeutet, wenn ein Broker, und jetzt nehmen wir einfach mal nochmal Burkina Faso, du hast einen Broker bei Burkina Faso theoretisch, so, die arbeiten mit EU-Bürgern, so, dann müssen die auch diese Daten liefern in die EU dank DAC 8 und dieser Richtlinie. Also die EU hat sich da schon ein bisschen Gedanken gemacht. Also sind ja nicht überall die hellsten, aber zumindest können sie 1 und 1 zusammenzählen und haben dann auch geschaut, okay, wo sind da Schlupflöcher und wie können wir diese schließen. Das heißt, auch Broker, die irgendwo in anderen Ländern sind, die müssen genauso liefern und damit musst du genauso rechnen, dass du damit dabei bist. Deswegen nimm die Renommierten bitte nicht irgendwo Burkina Faso oder irgendwo unregulierte Schurkenstaaten und Co. oder wo man nie weiß, was mit dem Geld passiert. Bitte mach da keinen
Blödsinn. Darauf weisen wir immer und immer wieder hin, auch mit den Crypto Powers. Das kann ich übrigens unserer Schwester-Community sehr empfehlen. Da können wir dich auch begleiten, dass das wirklich alles passt und sicher ist und dass du auch dieses parallele Geld- und Finanzsystem, das nach wie vor viele interessante Aspekte hat, weil es kann trotzdem, es geht ja nicht über eine dritte Instanz, das heißt, du kannst jederzeit über dein Geld verfügen. Das ist ja ein großer Unterschied zum Beispiel. Du hast keine Banken dazwischen, die ja auch mal sagen können, ja, machen wir nicht, weil der Empfänger irgendwie das Land oder sonst was denen da nicht gefällt oder sie halt lustig sind, dass sie halt sagen, nee, wir machen diese Transaktion nicht. Das passiert ja immer mehr und mehr, leider heutzutage. Und das ist zum Beispiel eines der großen Vorteile. Das heißt, du hast ja ein paralleles Finanzsystem, das heißt, nutze es auch weiterhin. Das ist auch ein gut gemeinter Tipp. Was kannst du jetzt tun? Wir werfen immer einen Blick darauf konstruktiv. Also erstmal darauf, eine lückenlose Dokumentation, schau, dass du deine Daten hast und nicht irgendwann, dass du später vielleicht dann rückwirkend irgendwas benötigst und dann vielleicht gar nicht mehr dir einholen kannst. Also vielleicht jetzt nochmal zum Jahresende einfach eine gute Idee, da auch nochmal schauen, in diesem, vielleicht die letzten Jahre, wenn du im Kryptobereich bereits aktiv gewesen bist, dass du wirklich das Ganze hast und dass das wirklich nachvollziehbar ist. Und das heißt, dass du Systeme schaffst. Wie gesagt, im Crypto Powerhouse können wir dich da gerne unterstützen. Ansonsten, die vergangenen Jahre noch einmal prüfen. Lass dich professionell beraten. Wie gesagt, wenn du glaubst, dass wir da eine gute Anlaufstelle sind, dann schicke uns deine E-Mail. Also vom Crypto Powerhouse geben wir hier gerne die E-Mail-Adresse dort mit hinein. Da kannst du uns gerne schreiben. Und ansonsten, ja, das Thema Auswandern. Das heißt, wenn du nicht unter einen Carve-Staat fällst, das heißt, dort nicht deinen Wohnsitz hast und dort keine Steuern zahlen musst, einfach, ja, weil du dort eben nicht bist, ja, dann ist es natürlich vorteilhaft. Dann gelten diese ganzen Dinge und Regeln nicht. Und jetzt nehmen wir mal als Beispiel Paraguay. Super entspanntes, sehr, sehr interessantes Land. Nimm dort nicht teil. Das heißt, dort werden keine Daten irgendwie hingeliefert und Co. Das heißt, es läuft quasi ins Leere hinaus. Das ist natürlich attraktiver, wenn die einfach freiheitliche Grundrechte wichtiger sind. Das heißt, dass eben der Staat nicht alles wie, wo über dich weiß. Wie gesagt, hat jeder seine eigene Meinung, whatever. Aber die Möglichkeiten, die hast du auf jeden Fall. Und das ist halt einfach so, wenn du nicht unter die Gesetze fällst, wenn dir die Gesetze dann halt nicht gefallen, ja, dann hier sehen wir auch ein schönes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Ja, also im Prinzip, wenn es dir halt dort nicht gefällt, wenn du dort nicht gut behandelt wirst, dann kannst du auch dorthin gehen, wo du viel besser behandelt wirst. Und wo der Staat halt nicht immer mehr und mehr dich 100% auszieht und gläsern macht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das Crypto Powers kann ich dir sehr empfehlen. Da kannst du dich auch in unseren Informations-E-Letter, da gibt es jeden Dienstag eine neue Krypto-Info- und Tippmail und da kannst du dich natürlich auch informieren. Und wir haben da immer wieder interessante Krypto-Events, so dass du wirklich auch viel Freude daran hast, das heißt, du Geld verdienst und ja, dir dann das Lachen nicht im Halse stecken bleibt. Mit genau solchen Tipps und Informationen und Krypto, man muss sich damit beschäftigen natürlich. Also ich hoffe, heutige Tippvideo war interessant. Wie gesagt, in unserem Klartext E-Letter, das ist jetzt von der Thorsten Wittmann Community, jeden Freitag neue Tipps und Tricks. Und da kannst du mit 1-2 Minuten immer schauen, was es Aktuelles gibt. Ich freue mich auf dich spätestens nächsten Freitag wieder, seit inzwischen jetzt fast 10 Jahren, jede Woche ein neues Tippvideo. Ich freue mich auf dich, dein Thorsten Wittmann.